Hallo und herzlich willkommen. Eigentlich habe ich für heute den Einbau der Vorderachse geplant. Aus zeitlichen Gründen habe ich das aber auf nächste Woche verschoben. Ich werde heute im Rahmen der Rostbeseitigung die Heckstoßstange abbauen. Und somit beginne ich mit dem ersten Schritt der Demontage, indem ich die beiden Muttern löse. Schlüsselweite 10 mm. Sie befinden sich an dem Seitenteil links und rechts. Und das ist die Beifahrerseite. Die beiden Muttern befinden sich da unten. Und hier habe ich schon die erste Baustelle gefunden. Hier befindet sich eine Durchrostung. Da kann man schon mit dem Finger ein Loch durchstechen. So sieht es aus. Aber mit der Beseitigung werde ich mich später beschäftigen. Jetzt löse ich die Stoßstange. Der erste Arbeitsschritt ist abgeschlossen, die Muttern wurden entfernt. Jetzt geht es weiter und zwar am Heck. Hier haben wir links und rechts jeweils zwei Muttern, Schlüsselweite 13 mm. Das rote Kabel verwirrt mich ein wenig. Ich muss später gucken, was es für eine Funktion hat. Da wurde anscheinend schon wieder improvisiert. Und so sieht die Beifahrerseite aus. Die Muttern befinden sich hier ganz unten in der Ecke. Ja, hier das rote Kabel wie auf der anderen Seite. Und hier oben habe ich die Dichtungsmasse entdeckt, die von dem Vorbesitzer aufgetragen wurde. Die Stelle muss auch bearbeitet werden. Aber erstmal werde ich mich mit der Stoßstange beschäftigen. Und das ist die Ausbeute von dem zweiten Arbeitsgang. 4 Muttern und 4 Unterlegscheiben. Jetzt geht es mit dem nächsten Schritt weiter. Aber bevor ich anfange, muss ich die Verkleidung ausbauen. Dafür müssen insgesamt 8 Klipse entfernt werden. 4 stirnseitig und links und rechts jeweils 2 Stück. Ich habe die Klipse entfernt. Jetzt muss noch das Band gelöst werden und das Blech. So, geschafft. Jetzt haben wir hier freien Zugang zu den Muttern. Hier ist die eine, hier die andere. Die beiden müssen gelöst werden. Schlüsselweite 13 mm. Jetzt ist die Stoßstange lose und kann abgenommen werden. Die werde ich erstmal an den Seiten aushängen. So, die Beifahrerseite, das gleiche an der Fahrerseite. Und dann kann sie hinten abgezogen werden. Die abnehmbare Anhängerkupplung ist leider fest. Damit muss ich mich später beschäftigen. Ich werde sie aber jetzt so abnehmen. Und jetzt können wir uns angucken, wie die Rostsituation aussieht. Ich habe den Staub abgewischt, damit man sich den Zustand des Wagens besser angucken kann. Hier haben wir die Beifahrerseite. Das sieht hier wirklich top aus, also fast neuwertig. Jetzt die andere Seite. Die Fahrerseite sieht genauso gut aus. Die Ecke, das habe ich schon vorher gesehen. Das muss natürlich gemacht werden. Und jetzt kommen wir zu dem Heckbereich. Hier fangen wir an. Das geht noch. Und hier fängt es an. Rost. In dem Bereich. Hier weiter. Und hier ist es wieder okay. Dann die Kante hier unten. Die ist auch betroffen. Hier schon weniger. Na, dann machen wir jetzt den Schraubendrehertest und gucken, ob man das noch retten kann. Ja, muss man gucken. Also
Vielleicht kann man das mit dem Entroster noch beseitigen. Jetzt der mittlere Bereich. Ja, hält. Okay, also besteht eine Chance, es zu retten. Und das hier. Ja, muss man gucken. Vielleicht werde ich Glück haben. Na, hier unten ist es gar nicht so schlimm. Jetzt könnte man die Frage stellen, ob ich mit dem heutigen Einsatz zufrieden bin. Ich habe heute die Heckstoßstange erfolgreich abgebaut, habe Rost gefunden, mit dem ich eigentlich nicht gerechnet habe, oder ich habe gehofft, dass ich keinen finde, aber unter dem Strich, der muss jetzt beseitigt werden, egal wie. Ich denke, das ist eine machbare Sache. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.